Im Süden Dublins, im Stadtteil Rathfarnham, im Viertel Mountain View Park, stand ein ganz normales Haus. Darin lebten gleichzeitig die ehemaligen Eheleute, ihr Sohn Richard O'Connor, ihre Tochter Louise O'Connor mit ihren Kindern und deren Partner. Das Haus war klein, aber es befanden sich ständig mindestens 10 Personen darin. In solch beengten Verhältnissen eskalierten alltägliche Probleme schnell zu ständigen Konflikten und Spannungen. Patricia O'Connor war Rentnerin und hatte ihr ganzes Leben lang als Krankenschwester in einem städtischen Krankenhaus gearbeitet. Sie war streng, zurückhaltend und des Lebens müde. Das Haus, in dem sie lebte, hatte sie von ihren eigenen Ersparnissen gekauft. Hier hatte sie ihre Kinder großgezogen und den größten Teil ihres Lebens verbracht. Nach der Scheidung von ihrem Mann Augustine O'Connor zog Patricia für eine Weile weg. Sie begann eine neue Beziehung und lebte getrennt, kehrte aber später zurück. Die neue Beziehung funktionierte nicht und sie hatte keine andere Wohnung. Ihr Ex-Mann erlaubte ihr, wieder in das Haus einzuziehen. Obwohl sie kein Paar mehr waren, lebten sie weiterhin unter einem Dach, wie 2 Nachbarn. Sie sprachen kaum miteinander, teilten sich aber den gemeinsamen Wohnraum. Augustine, den alle Gus nannten, war ruhig und distanziert. Er beteiligte sich kaum an den Hausarbeiten, mischte sich nicht in Konflikte ein und versuchte, sich aus allem herauszuhalten. Seine Gleichgültigkeit kam den Nachbarn entgegen, verschlimmerte aber nur die Situation. Patricias Beziehung zu ihrer Tochter Louise war angespannt. Louise lebte hier mit ihren 5 Kindern von verschiedenen Männern. Sie arbeitete nicht, half nicht im Haushalt und stritt sich oft mit ihrer Mutter. Eine ihrer Töchter, Stephanie O'Connor, war ein Teenager, fast immer still und zurückgezogen. Die anderen Kinder waren jünger und nahmen nicht an den Familienkonflikten teil, lebten aber in derselben Umgebung. Im Haus lebte auch Kieran Green, der derzeitige Partner von Louise. Er arbeitete nicht, war gereizt und unhöflich. Mit Patricia hatte er ständig Meinungsverschiedenheiten. Er hielt sich nicht an ihre Regeln, half nicht im Haushalt und weckte ihr Misstrauen. Die Beziehung zwischen den beiden war von Anfang an frostig. Neben den ständigen Bewohnern tauchte regelmäßig Keith Johnston auf, Louises ehemaliger Partner und Vater ihrer beiden älteren Kinder. Er lebte nicht mit ihnen zusammen, war aber oft im Haus zu Besuch. Seine Rolle in der Familie blieb lange Zeit unbemerkt, aber später stellte sich heraus, dass er viel mehr wusste, als es den Anschein hatte. So lebten in einem Haus gleichzeitig die ehemaligen Ehepartner, ihr erwachsener Sohn, ihre erwachsene Tochter, 5 Enkelkinder, der Lebensgefährte der Tochter und der ehemalige Schwiegersohn. Patricia kümmerte sich trotz ihres Alters weiterhin um den Haushalt, kochte, putzte und erledigte alle anfallenden Arbeiten. Die anderen nahmen dies als selbstverständlich hin und halfen selten mit. Weder Gus noch Louise oder Kieran übernahmen Verantwortung. Das Haus wurde eng, laut und unüberschaubar. Allmählich hatte Patricia das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Niemand hörte auf sie. Ihre Bitten wurden ignoriert und jede Bemerkung wurde mit Verärgerung aufgenommen. Sie hatte das Gefühl, in dem Haus, das sie aufgebaut hatte, nicht mehr gebraucht zu werden. Und obwohl dies nicht offen ausgesprochen wurde, war genau dieses Gefühl das erste Alarmsignal. In diesem Haus wollte niemand etwas ändern, aber auch niemand die Autorität eines anderen akzeptieren. Patricia stellte keine Forderungen, die übertrieben erschienen. Sie bat darum, hinter sich aufzuräumen, kein schmutziges Geschirr stehen zu lassen, keine Sachen im Haus herumliegen zu lassen und sich an die Regeln zu halten. Als Antwort erhielt sie Schweigen, Ignoranz und träge Gereiztheit. Keiner der Erwachsenen nahm ihre Anweisungen ernst, und ihre Bitten klangen wie lästige Bemerkungen, denen man keine Bedeutung beimaß. Kieran vermied es offen, mit ihr zu sprechen. Er tat so, als würde er sie nicht hören, selbst wenn sie ihn direkt ansprach. Louise zog es vor, sich nicht einzumischen. Wenn die Spannungen im Haus zunahmen, zog sie sich zurück oder beschuldigte ihre Mutter, zu streng zu sein. Niemand unterstützte Patricia. Im Haus herrschte Unordnung, aber nur sie versuchte, sie zu beseitigen. Niemand hielt sich an den von ihr festgelegten Tagesablauf. Sie stand als Erste auf, bereitete das Frühstück zu, kümmerte sich um die Wäsche und pflegte den Garten. Die anderen standen spät auf, hinterließen Unordnung und reagierten nicht auf Bemerkungen. Selbst die Kinder, obwohl sie noch klein waren, spürten, dass die Regeln in diesem Haus nicht funktionierten. Die Familie funktionierte nicht mehr als Einheit. Jeder lebte nach seinem eigenen Zeitplan, ohne Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Es gab keine gemeinsamen Gespräche mehr. Es gab praktisch keine alltäglichen oder emotionalen Bindungen mehr. Das Haus, das einst alle verband,
verwandelte sich nun in einen abgeschotteten Raum, in dem sich die Menschen die Quadratmeter teilten, aber nicht die Verantwortung. Der 27. Mai 2017 unterschied sich in keiner Weise von den anderen Tagen. Keine lauten Streitereien, keine Notrufe, keine aufgezeichneten Schreie. Aber genau an diesem Tag verließ Patricia O'Connor das Haus nicht mehr, nahm keine Anrufe mehr entgegen und tauchte an keinem Ort mehr auf, an dem sie zuvor regelmäßig gewesen war. Keiner ihrer Angehörigen sah in ihrem Verschwinden einen Grund zur unmittelbaren Besorgnis. Die erste, die offen darüber sprach, war Patricias Schwester Valerie. Einige Tage später traf sie während eines Spaziergangs mit ihrem Hund in der Nähe des Hauses der O'Connors auf Gus. Im Gespräch erzählte er ihr, dass Patricia mit einem Koffer das Haus verlassen habe und nicht zurückgekommen sei. Seinen Angaben zufolge geschah dies am Abend des 27. Mai. Er fügte hinzu, dass Kieran und Richard bereits Anzeige bei der Polizei erstattet hätten. Diese Information verwirrte Valerie sehr. Sie kannte ihre Schwester und wusste, dass es nicht zu ihr passte, plötzlich ohne Vorwarnung zu verschwinden. Patricia hätte ihre Enkelkinder nicht zurücklassen können, ohne ihren Angehörigen etwas zu sagen. Sie war nie zuvor verschwunden, war immer erreichbar und traf nie spontane Entscheidungen. Die irische Polizei leitete nach Erhalt der Anzeige das übliche Verfahren ein. Sie überprüfte Krankenhäuser, Hotels und Notunterkünfte. Alle Versuche, eine Spur zu finden, blieben erfolglos. Ihre Bankkarte wurde nicht benutzt. Es gingen keine Anrufe von ihrem Telefon ein. Es gab keine Hinweise auf ihre Bewegungen nach ihrem gemeldeten Verschwinden. Die Ermittler baten Louise um ein Foto ihrer Mutter, um eine öffentliche Fahndung einzuleiten. Dies war der erste Moment, in dem Patricias Verschwinden außerhalb ihres Zuhauses bekannt wurde. Bis dahin wusste niemand außer ihren engsten Angehörigen von ihrem Verschwinden. Die Situation erschien seltsam. Eine Person war verschwunden, aber in der Familie herrschte keine Unruhe. Niemand organisierte eine Suche. Verwandte, die in anderen Teilen Irlands lebten, begannen selbst aktiv zu werden. Sie kontaktierten sich gegenseitig, riefen Bekannte an und wandten sich an die Medien. Aber es gab keine Informationen über den Verbleib von Patricia. Niemand hatte sie gesehen. Sie erinnerten sich an ihre Gewohnheiten, versuchten ihre Routen nachzuvollziehen, fanden aber keine Hinweise. Fast eine Woche verging. Das Haus, aus dem Patricia laut Angaben der Familie verschwunden war, wurde nicht untersucht. Es gab keine Anzeichen von Gewalt, keine Hinweise auf Konflikte oder Drohungen. Auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen gab es formal keinen Grund, das Verschwinden als verdächtig einzustufen, aber es gab auch keine Anzeichen für ein freiwilliges Verschwinden. Zu diesem Zeitpunkt begannen die Ermittler bereits, an der Glaubwürdigkeit der Aussagen der Familie zu zweifeln. Es gab keinen genauen Zeitpunkt für ihr Verschwinden. Es gab keine Zeugen, die bestätigen konnten, dass sie Patricia am Tag ihres Verschwindens gesehen hatten. Selbst die Behauptung, dass sie einen Koffer mitgenommen habe, wurde weder durch Videoaufnahmen noch durch Zeugenaussagen untermauert. Die frühen Phasen der Ermittlungen wurden durch das Fehlen von Fakten und die mangelnde aktive Unterstützung durch die nächsten Angehörigen erschwert. Was auf den ersten Blick wie das seltsame Verschwinden einer älteren Person aussah, nahm nun andere Konturen an. Hinter der äußerlichen Passivität verbarg sich etwas Größeres. Niemand aus der Familie hatte erwähnt, dass das Haus von einem benachbarten Grundstück aus Video überwacht wurde. An einem der benachbarten Gebäude waren Kameras installiert, die sowohl die Fassade als auch den Hinterhof abdeckten. Alle Nachbarn wussten davon, auch die Bewohner des Hauses der O'Connors. Einige Tage nach Patricias Verschwinden beschlagnahmte die Polizei die Aufzeichnungen dieser Kameras. Bei der Durchsicht stellte sich etwas Seltsames heraus. Am Abend des 27. Mai verließ eine Frau mit einem Koffer das Haus. Sie ging ruhig die Straße entlang und kehrte etwa eine halbe Stunde später zurück. Auf den ersten Blick sah es jedoch so aus, als verließe eine Person, die sich auf eine Reise vorbereitete, ganz normal das Haus. Bei genauerer Betrachtung wurde jedoch klar, dass es sich auf dem Video nicht um Patricia handelte, sondern um ihre Enkelin Stephanie. Sie trug die Kleidung ihrer Großmutter und bewegte sich vorsichtig, als wolle sie nicht auffallen. Diese Handlungen waren offensichtlich im Voraus inszeniert worden. Die Aufnahmen der Kamera des Nachbarn enthüllten nicht nur den Versuch, einen freiwilligen Weggang vorzutäuschen, sondern auch die koordinierten Handlungen der Beteiligten. Die aufgezeichnete Rückkehr von Stephanie durch den Hinterhof wurde zu einem der wichtigsten Beweise. Der Versuch, den Anschein zu erwecken, dass Patricia das Haus selbst verlassen habe, war bewusst inszeniert worden
um die Polizei in die Irre zu führen und eine sofortige Durchsuchung der Wohnung zu vermeiden. Eine zusätzliche Überprüfung der Videoaufnahmen bestätigte, dass Patricia das Haus weder am Tag ihres Verschwindens noch zuvor verlassen hatte. Außerdem stellte sich heraus, dass Familienmitglieder nach dem 27. Mai ihr Mobiltelefon benutzt hatten, um Nachrichten zu versenden und den Eindruck zu erwecken, sie sei unterwegs. Diese Information wurde nicht sofort veröffentlicht, bildete aber später die Grundlage für die Anklage wegen Behinderung der Justiz. Jeder der Erwachsenen, die in dem Haus lebten, bekam seine Rolle zugeteilt. Kieran teilte der Polizei mit, dass Patricia weggegangen sei. Louise legte ein Foto vor und bestätigte die Version ihres angeblichen Aufbruchs. Gus wiederholte dieselbe Geschichte, ohne Zweifel zu äußern. Keiner von ihnen stellte die Glaubwürdigkeit des Geschehens in Frage, obwohl niemand Patricia am Tag ihres Verschwindens gesehen hatte. Dieses abgestimmte Schweigen und die Bereitschaft, die gemeinsame Version zu unterstützen, wurden zu einem charakteristischen Merkmal ihres Verhaltens. Die Überprüfung der Aussagen ergab ebenfalls Unstimmigkeiten. Louise behauptete, dass das Weggehen ihrer Mutter nicht unerwartet gekommen sei, dass es Konflikte gegeben habe, nannte jedoch keinen konkreten Vorfall. Gus sagte, dass Patricia wegziehen wollte, konnte aber nicht sagen, wohin. Kieran verwies auf die angespannte Atmosphäre im Haus. Parallel dazu stellte sich noch etwas anderes heraus. Im Haus gab es keinen einzigen Hinweis darauf, dass Patricia wegziehen wollte. Alle ihre Sachen waren noch da. Kleidung, Medikamente, Dokumente, Bankkarte. Dies stand in völligem Widerspruch zu den Aussagen ihrer Angehörigen über ihre angeblich geplante Abreise. Keiner der Nachbarn hatte gesehen, dass sie das Haus verlassen hatte. Niemand hatte ein Taxi, einen Bus oder auch nur einen zufälligen Passanten gesehen, der ihre Abreise hätte bestätigen können. Der Betrug flog ziemlich schnell auf. Nachdem die Polizei Patricia offiziell als vermisst gemeldet und sich an die Öffentlichkeit gewandt hatte, gingen neue Informationen ein. Einige Zeugen berichteten, dass das Verhalten von Kieran und Louise seltsam gewirkt habe. Sie vermieden Gespräche, baten nicht um Hilfe und zeigten keine Spur von Besorgnis. All dies fügte sich zu einem Gesamtbild zusammen. Patricia war nicht freiwillig gegangen. Schon in den ersten Tagen wurde klar, ihr Verschwinden war inszeniert worden, um etwas viel Schrecklicheres zu verbergen. Am 10. Juni 2017 wollte eine Familie, die zum Picknicken in die Grafschaft Wicklow in die Nähe der alten Militärstraße gekommen war, den Rastplatz verlassen. Während sie in den Büschen am Straßenrand nach einem verlorenen Gegenstand suchten, bemerkte einer der Teilnehmer etwas Seltsames im hohen Gras und in den Büschen. Zunächst wurde angenommen, dass es sich um die Überreste eines Tieres handelte, aber bei näherer Betrachtung wurde klar, dass es sich um einen Teil eines menschlichen Körpers handelte. Sofort wurde die Polizei zum Fundort gerufen. Eine groß angelegte Suchaktion begann. Das Gebiet wurde abgesperrt, Armeeeinheiten, Forensiker und Luftunterstützung wurden hinzugezogen. In den folgenden Tagen wurden entlang der Straße zahlreiche Körperteile gefunden, die über eine beträchtliche Entfernung verstreut waren. Insgesamt waren mehr als 100 Personen an der Suche beteiligt. Die Ermittler fanden die Überreste an 9 verschiedenen Stellen entlang einer Strecke von etwa 25 Kilometern. Zu Beginn war eine Identifizierung nicht möglich. Aufgrund der Körperstruktur und der äußeren Merkmale wurde zunächst angenommen, dass es sich um einen Mann handelte. Mit der Entdeckung weiterer Teile änderte sich diese Hypothese jedoch. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass es sich bei dem Opfer um eine Frau über 60 Jahre handelte. Es wurde jedoch zunächst kein Zusammenhang zu aktuellen Fällen vermisster Frauen festgestellt. Das Fehlen von Dokumenten, Kleidungsstücken und anderen persönlichen Gegenständen erschwerte die Identifizierung. Die Körperfragmente wurden in verschiedene Plastiktüten verpackt. Es gab fast keine Spuren von Insekten oder Tieren. Nach Ansicht der Ermittler war die Leiche spätestens einen Tag vor ihrer Entdeckung zerlegt und entsorgt worden. Der Zustand der Überreste deutete darauf hin, dass versucht worden war, sie vor schnellem Verfall zu schützen, möglicherweise durch niedrige Temperaturen oder durch Vergraben. Parallel dazu lief in Dublin weiterhin die Suche nach Patricia O'Connor. Solange die Untersuchungen der gefundenen Überreste keine Ergebnisse brachten, zog niemand eine Verbindung zwischen den beiden Fällen. Die Polizei arbeitete weiterhin nach der Version eines freiwilligen Verschwindens. Der Durchbruch kam 3 Tage nach dem Fund. Am 12. Juni 2017 erschien Kieran Green von sich aus auf einer Polizeistation. Sein Aussehen war beunruhigend. Er war aufgeregt, sprach schnell und wirr
und änderte ständig seine Formulierungen. Er stellte sich als Lebensgefährte von Louise O'Connor vor und erklärte, dass er für den Tod ihrer Mutter verantwortlich sei. Er betonte sofort, er habe in Notwehr gehandelt. Seinen Angaben zufolge kam es zwischen ihm und Patricia zu einem Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete. Er behauptete, sie sei ins Badezimmer gekommen, als er duschte, und habe angefangen zu schreien und mit einem Holzstock zu wedeln. Als Reaktion darauf habe er sie angeblich gestoßen, woraufhin die Frau mit dem Kopf aufschlug und das Bewusstsein verlor. Weiter erzählte er, dass er in Panik geraten sei, die Leiche in sein Auto gebracht, aufs Land gefahren und sie in einem provisorischen Grab vergraben habe. Einige Tage später sei er angeblich an denselben Ort zurückgekehrt, habe die Leiche ausgegraben, in Stücke zerteilt und die Teile an abgelegenen Stellen in den Wicklow Mountains verteilt, damit, wie er sagte, niemand von dem Vorfall erfahren würde. Er fügte hinzu, dass er allein gehandelt und niemandem davon erzählt habe. Die Ermittler hörten sich seine Aussage an, nahmen sie jedoch mit Vorsicht zur Kenntnis. Das Erste, was Zweifel aufkommen ließ, war die Abfolge seiner Handlungen. Kieran behauptete, er habe alles spontan getan und nichts im Voraus geplant. Bei der Untersuchung des Fundortes der Überreste fanden die Ermittler jedoch Anzeichen für eine Vorbereitung. Die Körperteile befanden sich in stabilen Plastiktüten. Ein Teil davon war an schwer zugänglichen Stellen versteckt. Außerdem ergab die medizinische Untersuchung, dass der Schädel mehrfach verletzt worden war. Dies schloss die Version eines einmaligen Angriffs aus. An den Knochen wurden Schnittspuren festgestellt, die typisch für den Einsatz von Elektrowerkzeugen waren. Die Werkzeuge, mit denen die Verletzungen verursacht worden waren, unterschieden sich in ihrer Art, was ebenfalls nicht mit seiner Aussage übereinstimmte. An einigen Stellen waren die Schnitte glatt, mit Vibrationen, wie sie für Motorsägen charakteristisch sind. Bald wurde klar, dass die ursprüngliche Bestattung tatsächlich stattgefunden hatte. Aber die Zerstückelung der Leiche und ihre anschließende Verbringung erfolgten später, unter Verwendung von Werkzeugen, die Kraft, Zeit und Planung erforderten. All dies deutete auf ein hohes Maß an Bewusstsein für das Geschehen hin und nicht auf eine spontane Reaktion im Affekt. Die Polizei begann, Geschäfte zu überprüfen, in denen Werkzeuge gekauft worden sein könnten, die zum Zerteilen der Leiche verwendet wurden. Es wurden Daten aus Videoüberwachungen und Finanztransaktionen von Bankkarten der Personen aus Kierans Umfeld angefordert. Darüber hinaus beschloss die Ermittlungsbehörde, sich erneut mit dem Verhalten der anderen Bewohner des Hauses zu befassen. Vor dem Hintergrund seines Geständnisses erregte Stephanie besondere Aufmerksamkeit. Ihr Auftreten auf dem Video, in Patricias Kleidung, war zuvor als harmloses Spiel erklärt worden. Nun wurden ihre Handlungen als bewusste Beteiligung an der Vertuschung der Spuren des Verbrechens angesehen. Auch das Verhalten von Louise wurde neu bewertet. Sie wusste von dem Konflikt zwischen ihrer Mutter und ihrem Partner, unternahm jedoch nichts. Ihre früheren Aussagen erwiesen sich als unvollständig und teilweise widersprüchlich. Kierans Geständnis wurde zum Ausgangspunkt einer umfassenderen Untersuchung. Nun standen nicht nur er, sondern alle, die sich in den Tagen vor Patricias Verschwinden im Haus aufgehalten hatten, unter Verdacht. Das Verbrechen wurde nicht mehr als Zufallsereignis angesehen. Die Details deuteten auf die Beteiligung mehrerer Personen und auf den Versuch hin, das Verbrechen durch abgestimmte Handlungen zu vertuschen. Einer der nächsten Schritte in der Untersuchung war die Überprüfung der Verbindungen zwischen Kieran und anderen Männern, die mit der Familie in Verbindung standen. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf Kit Johnston, den ehemaligen Partner von Louise. Obwohl er nicht ständig im Haus wohnte, hielt er regen Kontakt zu ihr und war recht häufig zu Gast. Die Ermittler stellten fest, dass Kit kurz vor dem Mord Kieran beim Einkauf in einem Baumarkt begleitet hatte. Überwachungskameras hatten die beiden dabei gefilmt, wie sie Sägen, stabile Säcke, chemische Flüssigkeiten und Schutzhandschuhe auswählten. Bei der Überprüfung des Zeitpunkts der Transaktion stellte sich heraus, dass die Einkäufe bereits nach dem mutmaßlichen Tod von Patricia getätigt worden waren. Dies widerlegte die Version einer Panikreaktion und bewies, dass die Handlungen geplant und durchdacht waren. Später teilte eine anonyme Quelle mit, dass ein Teil der Werkzeuge in der Nähe des Flusses Dure entsorgt worden sein könnte. Eine spezialisierte Suchgruppe durchkämmte das Gebiet und fand 2 Elektrosägen und eine Axt. Die Untersuchung bestätigte, dass diese Gegenstände zum Zerstückeln verwendet worden waren. Auf einer der Klingen befanden sich Mikropartikel von Knochengewebe,
die mit den Überresten von Patricia übereinstimmten. Alle Familienmitglieder wurden erneut zur Befragung vorgeladen. Louise änderte ihre Aussage. Hatte sie zuvor noch darauf bestanden, dass Patricia das Haus freiwillig verlassen habe, so behauptete sie nun, sie habe Kierans Worten geglaubt und nichts über die Details gewusst. Ihre Befragung dauerte mehrere Stunden. Sie sagte aus, dass Stephanie nur auf Bitten hingeholfen habe und dass Augustine nichts bemerkt habe. Patricias Sohn Richard machte jedoch gegenteilige Aussagen. Er berichtete, dass seine Mutter am Tag ihres Verschwindens das Haus nicht verlassen habe und dass der Koffer, der für die Inszenierung verwendet worden war, im Schlafzimmer seines Vaters gefunden worden sei. Die Aussage von Richard war wichtig, da er das einzige Familienmitglied war, das nicht in die Vertuschung verwickelt war. Er bestätigte, dass Louise ihn davon abhielt, zur Polizei zu gehen und darauf bestand, dass seine Mutter einfach weggegangen sei. Dieses Verhalten überzeugte die Ermittler endgültig davon, dass die Vertuschung des Verbrechens nicht auf eine Person beschränkt war. Die Polizei erstellte ein Protokoll über alle 9 Fundorte der Überreste und erkannte sie offiziell als Tatorte an. Neben dem Haus wurden Waldgebiete, die ursprüngliche Grabstätte und die Straße, entlang der die Leichenteile transportiert worden waren, dokumentiert. Das Bild war nun vollständig. Mord, Zerstückelung, Transport, Versuch der Vortäuschung einer Flucht und gemeinsame Vereinbarung zu schweigen. Am 14. Januar 2020 begann in Dublin der Prozess um den Mord an Patricia O'Connor. Vor Gericht standen gleich 5 Personen: Kieran Green, Louise O'Connor, Stephanie O'Connor, Kit Johnston und Augustine O'Connor. Sie alle wurden verschiedener Formen der Beteiligung beschuldigt, von der Begehung des Mordes bis zur Verschleierung von Beweisen und Behinderung der Ermittlungen. Der Richter warnte, dass der Prozess langwierig und komplex sein werde und dass eine große Menge an Beweismaterial vorliege. Die Staatsanwaltschaft legte eine vollständige Chronologie der Ereignisse vor. Nach ihrer Version starb Patricia in der Nacht zum 27. Mai in ihrem Haus. Kieran versetzte ihr mehrere Schläge auf den Kopf und fügte ihr damit tödliche Verletzungen zu. Danach wurde die Leiche versteckt, später zerstückelt und in abgelegene Gebiete gebracht. Noch am selben Tag begann die Inszenierung ihres Verschwindens. Stephanie zog die Kleidung ihrer Großmutter an und wurde von einer Straßenüberwachungskamera aufgezeichnet. Der für die Inszenierung verwendete Koffer wurde später im Haus gefunden, was die Version einer freiwilligen Abreise endgültig widerlegte. Die Verteidigung nahm sofort eine defensive Haltung ein. Kieran, der zuvor seine Schuld gestanden hatte, änderte vor Gericht seine Aussage. Er erklärte, dass er den Mord nicht begangen habe, sondern nur auf Bitten der Familie zugestimmt habe, die Verantwortung zu übernehmen. Als möglichen Mörder nannte er Augustine und behauptete, dieser habe sich mit Patricia gestritten und sie dann mit einem Brecheisen geschlagen. Laut Kieran habe Louise ihn nach dem Vorfall überzeugt, die Schuld auf sich zu nehmen und ihm dafür Unterstützung versprochen. Diese Wendung kam unerwartet, da Kieran mehr als 2 Jahre lang eine andere Position vertreten hatte. Louise lehnte ein Geständnis ab und behauptete, dass sie weder vom Tod ihrer Mutter noch von Kierans Handlungen gewusst habe. Sie erklärte Stephanies Beteiligung an der Inszenierung damit, dass sie den Worten ihres Partners geglaubt habe und keinen Grund gesehen habe, daran zu zweifeln. Die Anklage legte Richards Aussage vor, in der er auf die aktive Rolle seiner Schwester bei der Vertuschung des Verbrechens hinwies. Die Staatsanwaltschaft legte Videoaufnahmen vor, auf denen zu sehen war, wie Kieran und Kit Sägen, Säcke und andere Materialien kauften. Außerdem wurden Aufnahmen des Autos gezeigt, das für den Transport der Leichenteile verwendet wurde. Separat wurden medizinische Gutachten vorgelegt, die mehrfache Schläge auf den Kopf und Spuren einer mit Elektrowerkzeugen durchgeführten Zerstückelung bestätigten. Dies widersprach der Behauptung, es habe sich um einen zufälligen Tod infolge eines Angriffs gehandelt. Während der Verhandlung versuchte die Verteidigung, den Schwerpunkt auf die angeblich unzuverlässigen Videoaufnahmen zu verlagern, doch das Gericht akzeptierte diese Argumente nicht. Es gab auch Versuche, die Schuld auf andere Angeklagte abzuwälzen. Jeder der Angeklagten versuchte, seine Rolle herunterzuspielen. Kieran beschuldigte Augustine, Louise und Kit. Louise beschuldigte Kieran. Stephanie behauptete, sie habe auf Anweisung ihrer Mutter gehandelt. Kit bestand darauf, dass er nicht gewusst habe, wofür die Werkzeuge gekauft worden seien. Augustine behauptete, er habe einfach den Worten seiner Tochter geglaubt. Die Anklage hob die Kohärenz der Handlungen und die abgestimmten Lügen hervor, die von allen Familienmitgliedern unterstützt wurden. Das Gericht erhielt Aussagen, die bestätigten, dass man im Haus vom Tod Patricias wusste,
diese Tatsache jedoch durch koordinierte Handlungen verschleierte. Die Schlussfolgerung war eindeutig: Es handelte sich nicht um eine impulsive Reaktion auf einen Zufall, sondern um einen kollektiven Versuch, die Spuren des Mordes zu verwischen. Die Urteilsverkündung fand am 23. Januar 2020 statt. Das Gericht befand Kieran Green für schuldig, Patricia O'Connor ermordet zu haben. Als erschwerende Umstände wurden das Fehlen von Anzeichen für Selbstverteidigung, die Zerstückelung der Leiche und der Versuch, die Ermittlungen zu behindern, gewertet. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit, frühestens 2040 einen Antrag auf vorzeitige Entlassung zu stellen. Stephanie O'Connor, die Enkelin der Verstorbenen, wurde zu 18 Monaten Haft verurteilt. Sie wurde für schuldig befunden, die Ermittlungen durch ihre Beteiligung an der Inszenierung von Patricias angeblicher Flucht in die Irre geführt zu haben. Überwachungskameras hatten sie in der Kleidung ihrer Großmutter und mit einem Koffer in der Hand aufgezeichnet. Die Verteidigung bestand darauf, dass die Tochter nur die Anweisungen ihrer Mutter befolgt habe. Das Gericht bewertete ihre Handlungen jedoch als bewusst und zielgerichtet. Louise O'Connor wurde zu 2 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Das Gericht befand, dass sie die Justiz behindert, falsche Aussagen koordiniert und Beweise verschleiert hatte. Die Strafe wurde nicht nur durch ihre Beteiligung begründet, sondern auch durch den Druck, den sie auf andere Familienmitglieder ausgeübt hatte, darunter auch Versuche, ihren Bruder davon abzuhalten, zur Polizei zu gehen. Louise wies die Anschuldigungen zurück, aber keine ihrer Erklärungen stimmte mit den festgestellten Tatsachen überein. Kit Johnston, Louises ehemaliger Partner, wurde zu 2 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Videoaufnahmen, die vor Gericht gezeigt wurden, bestätigten seine Beteiligung am Kauf der Werkzeuge, die zum Zerstückeln der Leiche verwendet wurden. Das Gericht fand keine Beweise für seine Beteiligung am Mord selbst, stellte jedoch fest, dass er zur Vertuschung der Spuren des Verbrechens beigetragen hatte. Augustine O'Connor gab noch vor Beginn des Prozesses zu, dass er Informationen über den tatsächlichen Sachverhalt vor der Polizei zurückgehalten hatte. Er bestätigte, dass er von Patricias Verschwinden wusste, aber bewusst die falsche Version ihres Weggangs aufrechterhielt. Dafür wurde er zu 18 Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Unter Berücksichtigung seines Alters und seiner teilweisen Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden entschied das Gericht, dass er seine Strafe mit der Möglichkeit einer Bewährungsstrafe nach 1 Jahr verbüßen kann. Die tatsächliche Haftzeit unterschied sich von den verhängten Strafen. Stephanie wurde bereits nach 8 Monaten freigelassen. Nach ihrer Freilassung gab sie keine Kommentare ab und zog sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Augustine verbrachte etwa 13 Monate in Haft und wurde dann ebenfalls freigelassen. Louise wurde im Mai 2022 nach knapp 2 Jahren Haft freigelassen. Sie erhielt im Rahmen eines staatlichen Programms zur Unterstützung ehemaliger Häftlinge eine Wohnung. Kit wurde im September 2022 freigelassen. Die Medien berichteten über sein Erscheinen in der Öffentlichkeit. Dabei zeigte sein Verhalten keine Anzeichen von Reue oder Stress. Somit ist Kieran Green der Einzige, der weiterhin seine gesamte Strafe verbüßt. Er verbüßt seine Strafe in einem Hochsicherheitsgefängnis. Die Wahrscheinlichkeit seiner Freilassung vor 2040 ist äußerst gering. Das Gericht stellte fest, dass die Handlungen aller Verurteilten nicht darauf abzielten, zu helfen, sondern das Verbrechen zu vertuschen. Trotz ihres unterschiedlichen Grades an Beteiligung trugen alle erwachsenen Familienmitglieder, die in dem Haus lebten, zur Desinformation und zum Versuch der Verantwortungsflucht bei. Patricia O'Connor wurde ohne öffentliche Bekanntgabe beigesetzt. Die Trauerfeier fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur einzelne Familienmitglieder erhielten eine Einladung. Keine der Schwestern der Verstorbenen wurde benachrichtigt. Die Angehörigen erfuhren aus den Nachrichten von der Beisetzung, als diese bereits stattgefunden hatte. Ehemalige Kollegen, Nachbarn und Bekannte aus ihrem Heimatdorf wurden nicht zur Zeremonie zugelassen. Die Entscheidung für eine geschlossene Trauerfeier wurde mit der Notwendigkeit der Ruhe begründet. Später wurde jedoch klar, dass dies eine Fortsetzung des Versuchs war, die Erinnerung an Patricia zu isolieren. Der Ausschluss der nächsten Angehörigen von der Beerdigung bestätigte die Kluft zwischen den Familien und zeigte, dass sich einige der Beteiligten auch nach dem Prozess weiterhin von der Meinung anderer distanzierten. Nach seiner Freilassung erbte Augustine O'Connor das Haus, in dem Patricia ums Leben gekommen war, und erhielt Zugang zu ihren Bankkonten. Einige Monate später verkaufte er die Immobilie für eine hohe Summe.
Obwohl Louise ihre Tochter war, erhielt sie nichts aus dem Nachlass. In der offiziellen Todesanzeige wurde ihr Name nicht einmal erwähnt. Laut Richard beschuldigte ihr Vater Louise der moralischen Gewalt und schloss sie bewusst aus seinem Testament aus. Bis zu seinem Tod im Jahr 2022 hatte Augustin weder zu seiner Tochter noch zu seinen Enkelkindern wieder Kontakt aufgenommen. Seine letzten Verfügungen bestätigten nur, dass er sich endgültig von denjenigen distanziert hatte, die in diese Geschichte verwickelt waren. Nach seiner Freilassung sprach Kit Johnston fast gar nicht über das Geschehene. In den Zeitungen erschienen Fotos von ihm, die von Paparazzi aufgenommen worden waren. Darauf wirkte er gelassen, ohne Anzeichen von Reue oder Stress. Viele waren der Meinung, dass die gegen ihn und andere verhängten Strafen im Vergleich zur Schwere der Tat zu milde waren. Eine öffentliche Gedenkfeier zu Ehren von Patricia O'Connor fand nicht statt. Ihr Name tauchte weder in den Stadtchroniken noch in öffentlichen Initiativen auf. Diejenigen, die sie zuvor gekannt hatten, sagten, dass sie ihr Leben der Fürsorge gewidmet hatte, aber in Einsamkeit und Verrat endete. Die Geschichte endete mit Gerichtsurteilen, gab aber keine vollständige Antwort auf die wichtigste Frage. Keiner der Verurteilten erklärte jemals, warum sie es für zulässig hielten, Patricia zu beseitigen. Das Schrecklichste blieb unverständlich. Wie konnte die Familie, der sie ihr Leben gewidmet hatte, sich zu ihrer Vernichtung entschließen? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.